ich zuerst mal gehört, es gäbe einen Szennenclub, habe ich gedacht, ja, wie kann man 10 Jahre in der gleichen Firma bleiben? Aber dann hat es den ERMU reingenommen, Vakuumvirus und so weiter. Und ja, plötzlich waren es 40 Jahre und mehr. Als junger Ingenieur bin ich in die Firma gekommen. Und irgendwie ist plötzlich eine grosse Welt aufgegangen. Ich bin eigentlich von der Elektronik gekommen. Das war ganz am Anfang, früher eine Firma, es war Elektronik. Aber wirklich die Breite an Technologie, Physik, Chemie, Hochspannung, Hochvakuum, einfach ein neues Gebiet und eine kleine, junge Firma, wo man wirklich etwas bewegen konnte. Man konnte sehr viel lernen, man konnte sehr viel bewegen. Und das war wirklich eine Faszination. Ich konnte mich dort entwickeln, ich habe vieles erreicht, im Anlagenbau zuerst. Und konnte in der Entwicklung mithelfen, konnte die vorwärts bringen. Und nach 10 Jahren der grosse Schritt, die ganze technische Leitung zu übernehmen. Die grössten Veränderungen, die wir erlebt haben, sind sicher nicht Comet-spezifisch. Das ist sehr viel mit Kommunikation, hat das zu tun, mit der Technologie im Generellen. Ich denke einfach, als ich angefangen habe, hat es Telex gegeben und ein Telefon. Und das hat sich dann dahingehend entwickelt, dass dann irgendwann mal der Fax kam. Aus Tagen beim Fax sind dann plötzlich Stunden geworden beim E-Mail. Kunden haben früher, ja, vielleicht in einem Monat, 2, Offerten und Pläne und so weiter wollen. Und wenn es gut ist gegangen, sogar ein Prototyp. Am Schluss waren wir auf 2 Wochen. Das heisst, die ganze Welt ist massiv schneller geworden. Von der Entwicklung für uns jetzt in VC, Comet, aber speziell in VC, war der Eintritt in die Halbleiterbranche. Die Kunden haben viel höhere Anforderungen gehabt. Mit der Semibranche haben wir eine ganz andere Welt lernen kennen. Und das hat uns massiv verändert. Es hat einfach ein agiles Team gegeben, das viel schneller reagiert hat und eigentlich den Kunden zufriedengestellt hat. Also Comet kommt schlussendlich von Pionieren. Ende der 40er Jahre entschieden, wir wollen eine neue Technologie, eine exotische Technologie einsteigen. Das ist das, was eigentlich die Firma immer getrieben hat. Technologie ergänzen, die weiterzuentwickeln. Comet in 40 Jahren, das ist eine sehr schwierige Frage. 40 Jahre ist eine lange Zeit und es ist viel einfacher zurückzuschauen, weil dann weiss man, wie es gegangen ist. Es wird, ich würde sagen, geopolitische Einflüsse haben Veränderungen. Das sehen wir ja heute, oder wir sehen, was so ein Virus kann verändern kann. Es wird technologische Veränderungen geben. Ich glaube aber, Comet mit dem Pioniergeist, der immer noch in Comet lebt, die wird es, glaube ich, schaffen, weiterhin erfolgreich zu sein und zu wachsen. Wie es aussieht in 40 Jahren, weiss ich nicht, aber ich bin eigentlich auch der guten Mut, dass das Comet eine gute Zukunft wird haben.